Zeichnen und Musik, welche bei den beiden letzten Künste sich Lorber in einem hohen Grade der Vollkommenheit eigen gemacht hat. Schließlich absolviert er noch einen pädagogischen Kurs für Hauptschullehrer, erwirbt das Diplom und bemüht sich um eine Anstellung. Als er hierbei nicht gleich Erfolg hat, entschließt er sich mit einem Mal gegen die bis dahin angestrebte Lehrerlaufbahn. Karl Gottfried Ritter von Leitner schildert diesen Lebensabschnitt Lorbers so. Er verlegte sich nun ganz auf die Musik, gab Unterricht im Gesange sowie im Klavier- und Violinspiel und komponierte auch eigene Lieder und Konzertstücke. Dadurch kam er mit dem rühmlichst bekannten Tondichter Anselm Hüttenbrenner in Verkehr, der als Gutsbesitzer in Graz lebte und zu jener Zeit dem Steiermärkischen Musikverein als Direktor vorstand. Dieser verschaffte ihm auch Gelegenheit, in Konzerten des Musikvereins mit seinem Violinspiele vor dem Publikum sich hören zu lassen. Entscheidend für die darauffolgenden Jahre wird die Begegnung mit der Kunst Niccolò Paganinis. Lorber erlebt diesen einzigartigen Geigenvirtuosen 1828 in Wien, macht seine Bekanntschaft und erhält sogar Unterricht von ihm. Paganini wird sein musikalisches Vorbild und überhaupt erhält Jakob Lorber mehr und mehr Zugang zur lebendigen Welt der Musik und ihrer Künstler. Graz ist bereits zu jener Zeit eine außerordentlich reizvolle und vitale Stadt.
Jakob Lorber fühlt sich als Künstler wohl hier. Der gesellschaftliche Kreis um den Komponisten Anselm Hüttenbrenner, der auch mit Franz Schubert befreundet ist, bringt Lorber wesentliche Anregungen und auch wohlwollende Förderung. Obwohl Lorber somit in diesem Zeitraume sein musikalisches Streben als seine Hauptaufgabe betrachtete, so füllte selbes doch das Bedürfnis seines Inneren nicht völlig aus. Besonderes Interesse hegte er auch für die Astronomie. Zwar mangelte ihm, um dieselbe wissenschaftlich betreiben zu können, eine gründliche Kenntnis der Mathematik, aber bei seinem mächtigen Drange nach höherer Erkenntnis zog ihn doch die hehre Tiefe des gestirnten Himmels von jeher unwiderstehlich an. Wie sich auf diese Weise sein Bestreben, in das großartige Gebiet der materiellen Schöpfung einzudringen, lebhaft geltend machte, so entwickelte sich andererseits in ihm allmählich auch das unwiderstehliche Verlangen, auch den Weg zu den geheimen Schätzen der geistigen Welt zu finden. Jakob Lorber hat sein 40. Lebensjahr noch nicht ganz vollendet, da wird ihm eine Kapellmeisterstelle in Triest angeboten. Die Bedingungen sind sehr gut, dennoch ist es keine leichte Entscheidung für Lorber, der Stadt Graz, die für ihn zu seiner zweiten Heimat geworden ist, den Rücken zu kehren. Doch die Aussicht auf eine feste Anstellung und damit endlich auf mehr existenzielle Sicherheit bewegen ihn dazu, die Position anzunehmen. Er trifft alle Vorbereitungen für seine Abreise. Doch nun ereignet sich etwas, das Jakob Lorbers Lebensweg in eine ganz andere Richtung führen wird. Es ist ein Ereignis, das sich ganz im Stillen vollzieht. Ein Ereignis, das der um Klarheit und eine nüchterne Betrachtungsweise bemühte Biograf Ritter von Leitner so wiedergibt. Er hatte am 15. März 1840 um 6 Uhr morgens, so erzählt er nachher seinen Freunden, gerade sein Morgengebet verrichtet und war im Begriff, sein Bett zu verlassen. Da hörte er links in seiner Brust, an der Stelle des Herzens, deutlich eine Stimme ertönen, welche ihm zurief: Steh auf, nimm deinen Griffel